Bevor wir anfangen, der oder die Supra. Mir ist bewusst, dass es offiziell von Toyota der Supra heißt. Ich wurde in den 90er Jahren geboren und seit meiner Schulzeit haben meine Freunde und ich die Japan-Legende die Supra genannt. Warum? Keine Ahnung. Es hat sich allerdings so in mein Hirn eingebrannt und ich habe es nie groß hinterfragt. Für mich klingt beides richtig. Daher bitte ich von Artikeldiskussionsdebatten abzusehen und das Video einfach zu genießen. Das Mikro nicht vergessen. Moin! Hier ist der Robert von Speedheads. Wir sind hier im wundervollen Verkehrssicherheitszentrum in Olpe. Wir testen heute die Supra. Aber ich muss direkt dazu sagen, der wirkt in echt ganz anders und deutlich grandioser als in Videos oder auf Fotos. Schaut ihn am besten irgendwie in echt mal an, wenn ihr könnt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich.
Originale Rad-Reifen-Kombinationen lassen den Toyota wirklich sehr gut im Futter stehen. Und eine Sache habe ich auf jeden Fall gemerkt. Aufmerksamkeit erregen kann er. Ich wurde wirklich selten so oft auf ein Fahrzeug mit solch einer Begeisterung angesprochen. Nun bekommt ihr meine First Drive Eindrücke und ich gehe erstmal insbesondere auf das Interieur ein. Cool! Ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse jetzt extra mal die Tür auf, um einfach mal den ersten Sound, den ich von dem Auto überhaupt höre, einzufangen. Okay. Ich muss sagen, ich habe mir sogar weniger vorgestellt, deswegen rein 6-Zylinder ist einfach, ich liebe es. Auch so der erste Eindruck, man setzt sich rein und die Sitze die passen für mich persönlich echt sehr, sehr gut. Aber wirklich viel Platz ist hier nicht und die Übersicht ist auch echt klein, also auch die Scheibe ist winzig. Ich muss echt gucken, wo ich das ganze Zeug, also hier die GoPro und so dran pappe. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall habe ich Bock. Deswegen legen wir mal direkt los und fahren mal raus aus Köln hier. Also das ist wirklich tief am Boden sitzen, nicht super weit vorne viel sehen und auch nicht, also Kopffreiheit ist mehr als genug da. Ich bin fast 1,90 groß, aber es fühlt sich nicht nach viel Platz an. Also man ist schon so ein bisschen so, aber spielt jetzt für mich keine Rolle bei so einem Auto. Auf jeden Fall macht das Interieur einen hochwertigen Ersteindruck. Die Tasten und Knöpfe haben wenig bis kaum Spiel und die Haptik ist sehr vernünftig. Bei der Bedienung ist mir die Sprachsteuerung positiv aufgefallen. Diese funktioniert sehr intuitiv und zuverlässig. Ich habe sie sehr gern genutzt, um Fahrziele eben schnell einzugeben. Also auch wenn ich jetzt hier so Gas gebe, wieder rein, 6 Zylinder so losschnurrt aus dem Stand. Also es ist schon spontan jetzt hier einfach nur in der Stadt rumcruisen. Ein hochwertiges und schönes Fahrgefühl. So. Aber es gibt auch etwas zu bemängeln. Eine steilere Einstellmöglichkeit der Sitzfläche wäre wünschenswert gewesen. Als Beifahrer vermisst man bei sportlichen Fahrten einen vernünftigen Haltegriff und das wohl hässlichste Teil im Innenraum ist das klobige Lenkrad. Der zentrale Drehzahlmesser macht dies aber wieder ein wenig wett. Leider gibt es unter keinen Umständen Android Auto als Option. Das ist wirklich schade. Wirklich, Verarbeitung ist ziemlich gut. Das Lenkrad ist hässlich, ja okay. Aber was absolut gar nicht geht, ist das Klappern der Ablage hier, wo der Bass drauf ist. Ich demonstriere das einmal hier mit so einem Frequenzgenerator. Ist sicherlich auch was, das man beheben kann beim Händler, wenn man da mal hingeht, aber es ist mir jetzt halt aufgefallen und es geht meiner Meinung nach gar nicht. So, und da fängt schon an. Also, das ist halt so laut am Klappern und wenn ich jetzt da mit der Hand drauf gehe, hört es halt direkt auf. Und der Sound ist eigentlich auch ganz nice, also die Grundanlage, die jetzt hier verbaut ist, weil wir haben hier die reine Grundausstattung in dem Fahrzeug, die ist echt in Ordnung, aber absolut ungenießbar, weil das so am Klappern ist. Das ist ein bisschen schade. Klappertechnisch ist das Interieur ansonsten nicht weiter negativ aufgefallen. Gehen wir mal Vollgas hier. Okay. Oh. Okay, das war jetzt schon 180 und ich habe Gänsehaut. Es klingt schon schön und es zieht echt gut durch. Aber der hat natürlich auch super viel Grip, ne? 275er Reifen hinten. Das ist auch eine Hausnummer, also die zum Ausbrechen zu bringen, ist jetzt auch nicht immer einfach, denke ich mir mal. Ja, der baut sehr schnell wieder Grip auf. Aber das war jetzt zum Beispiel auch sehr, also er ist ausgebrochen, aber auch nicht so total hektisch. Es war so, oh, ich drift jetzt mal ein bisschen hier um die Ecke. Spontan, kontrollierbar. Ja Mensch. Also ich habe gerade entdeckt, dass der Sportmodus auf individual gestellt war und dass irgendein Journalist vor mir den Auspuffleiser, also die Motoreinstellung auf normal gelassen hat und die Dämpfereinstellung auf normal. Was ein Saftsack, ja? Also hör mal, ich fahre doch keine Supra und stelle dann alles auf normal, wenn ich in den Sportmodus schalte. So. Ich habe es alles jetzt auf Sport gestellt und es ist direkt nochmal was anderes. Also soundmäßig ist es ein bisschen aggressiver. Man hat auch ein leichtes so Plöppeln und
Pöppeln aus dem Auspuff. Ich weiß nicht, ob es hört. Ich glaube schon, oder? Ist halt schön. Es ist nicht zu krank, also nicht so die 30N. Ich muss jetzt richtig laut einen raushauen, aber das ist schon mal direkt emotional eine andere Ebene. Ja, doch. Also gerade auch die Turbos hört man, wenn man das Fenster unten hat. Ich habe es mir erhofft. Aber selbst wenn man relativ langsam ist, zweiter Gang voll drauf drückt, der bekommt keinen Schlupf. Also diese 275er, die drücken ihn richtig rein. Aber ja, der will. Also wenn man der Kurve dann nochmal plötzlich Gas gibt, da kommt das Hecke halt immer so ein bisschen. Ah, das ist schön. Das Differential arbeitet aber göttlich. Ist das geil. Boah, spielerisch. Der Wagen fährt sich wie ein moderner Sportwagen, sehr moderner Sportwagen, mit sehr viel klassischem Charakter. Um nochmal kurz auf einen anderen Aspekt der Lenkung einzugehen. Ja, das Schöne an der Lenkung ist, dass wenn man jetzt einen Drift einleitet und das Lenkrad loslässt, dass sie wirklich unfassbar gute Rückstellkräfte hat. Also ich sag sowas ungern, ne? Aber ich habe mich jetzt schon ein bisschen in das Auto verliebt. Man fühlt sich doch echt gut mit dem Fahrzeug verbunden. Die Lenkung ist nicht total abgespaced, ungewohnt oder so. Die fährt sich wie bei einem alten, guten Auto. Ja? Also generell das Fahrverhalten ist einfach klassisch, aber gut. Modern interpretiert, sage ich jetzt einfach mal. Also total gut, was die gemacht haben. Ja? Ich habe einfach irgendwie, ich weiß einfach, was passiert so, wenn ich Gas gebe in der Kurve. Ich habe da keine Angst vor. So, ja, auch ich als sehr guter Autofahrer, sage ich jetzt einfach mal, ohne mich jetzt irgendwie auf den Podest zu stellen. Es gibt Autos, da ist es ein bisschen so, da hat man so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn man das irgendwie ausprobiert. Aber hier bei dem Auto war direkt so, alles klar, ich weiß, was abgeht. Das ist geil. So. Sorry, wenn ich das Wort wieder so oft verwende. Ich habe ja schon einige Beschwerden bekommen, dass ich zu oft geil sage, aber das ist halt das, was mir dann so rausrückt, wenn ich hier solche Autos fahre, weil es ist halt so, ja. Boah, der drückt aber auch bergauf hier mit dem Turbo, meine Güte. Der niedrige Schwerpunkt und die 50-50 Gewichtsverteilung und das für heutige Verhältnisse relativ niedrige Gewicht verhelfen dem Toyota zu seiner tollen Charakteristik. Der Wagen ist sogar ein wenig leichter als sein Vorgänger aus den 90er Jahren. Der 3-Liter Turbomotor tut sein Übriges und drückt den Wagen mit viel Kraft jeden Berg hoch. Ist halt wirklich so ein bisschen wie wenn LC500 und GT86 Kinder bekommen, kommt das hier bei rum.
Original hat der Wagen hinten eine eher neutrale Spur, was ihm ein sehr nervöses und lebendiges Heck verleiht. Diese Eigenschaft macht den Wagen aber nicht unbedingt super schnell. Für ein geradlinigeres und weniger übersteuerndes Verhalten kann man dies ändern lassen. Mir hat es aber sehr gefallen. Das Sperrdifferential tut sein Übriges. Dieses ist wirklich äußerst zuverlässig, sperrt zwischen 0 und 100% und macht einen phänomenalen Job. Ich würde es in der Charakteristik sogar als mein aktuelles Lieblingssperrdifferential betiteln. Ein weiteres Plus für Drifter: der Wagen lässt verhältnismäßig viel Driftwinkel zu und die Gasstöße werden ziemlich direkt angenommen. Left Foot Braking funktioniert übrigens auch tadellos. Ja, ich habe gerade kurz eine Pipi-Pause gemacht. Ja, da habe ich die Tür aufgemacht, wo der Wagen noch lief und ich dachte, muss ich euch jetzt mal zeigen hier. Okay, der hat doch gerade richtig rausgehauen. Also ich muss sagen, kommt schon, das ist doch schön, das ist doch schön. Für einen Toyota, also ich glaube, das ist der emotionalste Sound, den ich von Toyota höre, also in den letzten Jahren, ne? Ausgenommen jetzt LC500, aber ist ja auch genau genommen ein Lexus. Okay. Ich muss mich beruhigen. So gut der Wagen zum Driften ist, so suboptimal ist er für die Autobahn. Begrenzte 263 km/h sind laut Tacho das Maximum. Die Bremsen fühlen sich dabei aber eher zu schwach an und der Wagen wird bei Kurven mit hohen Geschwindigkeiten zu instabil. Das macht schnelle Autobahnfahrten teilweise echt ziemlich anstrengend. Allerdings sind die Windgeräusche angenehm leise auf der Autobahn. Aber eine Sache fehlt mir, wenn ich jetzt Gas gebe. Die Gangwechsel, die gehen schnell, gut und sauber vonstatten. Aber es fehlt, also was heißt es fehlt, aber ich würde mir wünschen, dass hier das Gängeschalten so viel Spaß macht wie beim LC500 oder wenigstens ansatzweise. Weil da war das wirklich so pam, 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 das war richtig so, das hat so viel Spaß gemacht, mit dem LC500 zu schalten. Hier ist es doch sehr sanft, zurückhaltend, gerade auch vom Sound her, das macht halt irgendwie nichts. So, das macht einfach, ne? Aber nicht so noch mehr Emotionalität beim Schalten, das wäre es gewesen. Aber der holt schon echt ordentlich was auch aus dem Drehzahlkeller. Also bei 2000 Umdrehungen, wenn ich drauf drücke, man merkt halt, der Turbo muss erstmal kommen. Aber das geht schon gut voran. Durch den guten Vortrieb bei niedriger Drehzahl und der 8-Gang-Automatik sind Verbräuche von 6 bis 7 Liter bei sehr sparsamer Fahrweise machbar. Wenn man allerdings sportlicher unterwegs ist, krabbelt der Verbrauch gerne mal auf über 15 Liter hoch. Boah. Wenn man also plötzlich einfach mal drauf drückt und schon länger kein Gas mehr gegeben hat, ist man dann doch wieder so, jo, der ist schnell. Das Getriebe macht insbesondere bei spontanen Überholmanövern einen sehr guten Job. Also jetzt hier wirklich im 8. Gang. Ich mache jetzt Kickdown. Oh, okay. Von 8. in den 3. Selbst im Automatikmodus, wenn man spontan mal Gas geben muss. Das geht sehr, sehr gut. Das Fahrwerk im Sportmodus ist auch perfekt so. Also es ist nicht super mega hart, es ist nicht super holprig. Also wenn man so ein i30N oder Honda Civic Type R ist härter, aber das muss auch nicht sein. Also bei so einem Auto, so, man kann damit jetzt auch auf schlechte Straßen fahren, ohne das direkt zu wechseln und sagen, oh mein Gott, ich geht gar nicht mehr klar. Man kann den Sportmodus drin lassen, das ist halt sportlich so, aber man fliegt jetzt hier nicht durch die Gegend. Was ziemlich cool ist, man kann die Charakteristik der Sicherheitssysteme einstellen. Also ich kann einstellen, wann der Frontkollisionswarner einsetzen soll, früh, mittel, spät. Ich kann auch einstellen, wie aggressiv oder wie früh der Spurverlassenswarner aktiviert wird und ob er mir ins Lenkrad eingreift oder nicht. Und ich kann auch einstellen, wann der tote Winkelassistent eingreift, ob auch er mehr zulässt oder weniger. Das finde ich eigentlich doch ganz nett, dass man das dann auch nutzt und einfach auch die Charakteristik der Sicherheitseinstellung individuell anpassen kann. Falls man irgendwie zu schnell genervt ist oder man das irgendwie einem einfach das nicht gefällt, dann kann man es einfach ändern oder einfach ausschalten. Generell finde ich auch sehr gut, dass das Fahrzeug viele Sicherheitsfeatures hat. Zu guter Letzt schauen wir uns den Kofferraum kurz an. Wir haben keinen Knopf am Kofferraum. Das heißt, ich muss erstmal den Schlüssel rausholen. Zum Beispiel, was immer schon ein bisschen krampfiger ist, als einfach irgendwo auf den Knopf drücken. Oder was finde ich noch manchmal einfacher ist, einfach eben so, bam.
Aber so ein winziger Mini-Knopf, wie beim MX-5 oder so, einfach mal irgendwo hier so. Wo ist das Problem? Ist aber genug Platz. Eine Sache gibt es noch. Eine Funktion, die insbesondere BMW-Fahrer sehr erfreuen wird. Das Tippblinken kann man von 3-mal auf 1-mal wechseln. Wenn wir jetzt den Blinker betätigen, blinkt dieser nur 1-mal. Ha, super. Echt grandios. Ich finde noch die Option, dass man den Blinker einfach komplett deaktiviert. Fazit: Viele sehen unter dem Namen Supra abgefahrene Prestige-Fahrzeuge mit Riesenturbos. Dabei muss man allerdings beachten, dass der Wagen damals nicht von Geburt an eine Legende war. Die Tuner und Besitzer haben das Potenzial gesehen und daraus erst die Legende geschaffen. Wenn man das aktuelle Modell mit dem originalen Fahrzeug aus den 90ern vergleicht, fällt auf, dass das neue Modell von Haus aus schon eine sehr hohe Emotionalität und Performance besitzt. Das neue Supra-Modell ist sicher nicht in allen Lagen von Haus aus perfekt. Eine gewisse Affinität für solche Autos muss man einfach mitbringen. Falls einem der Wagen hinten zu nervös ist, kann man sich von Werkstätten mit Motorsporterfahrung helfen lassen. Wer aber ein Auto sucht, welches das gewisse Kribbeln in den Fingern verursacht und einfach viel Fahrspaß bietet, der sollte zugreifen. Die Automatik hat mich dabei erstaunlicherweise wenig gestört. Jedoch wäre so ein Auto als Schalter trotzdem nach wie vor sehr, sehr interessant. Optisch macht der Wagen auch sehr gut was her und der Innenraum kann mit ein paar Abstrichen im Großen und Ganzen auch überzeugen. Von der üppigen Serienausstattung ganz abgesehen. Entspanntes und langes Autofahren geht übrigens auch außerordentlich gut. So, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre natürlich auch super Premium. Und als Schippe obendrauf gerne auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Keine Sorge, bei uns gilt Qualität vor Quantität. Ihr werdet also nicht zugemüllt. Und ja, Feedbacks auch gern gesehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch auf YouTube, euer Robert und tschüss. Die Automobilindustrie steht vermutlich vor einem einschneidenden Veränderungsprozess, wie er nur alle 100 Jahre vorkommt. Technische Innovationen wie der Elektroantrieb, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz könnten das Auto in eine Art Hightech-Transportlösung verwandeln. Sollte dies zutreffen, müssen Autos in Zukunft auch nicht mehr unbedingt Fahrspaß bereiten. Ich weiß allerdings nicht, ob wir diese reduzierte Rolle akzeptieren sollten. So gesehen liefert der neue Supra so etwas wie die Antithese zu dieser Aufgabe, welche die Gesellschaft dem Auto derzeit zuweisen will. Tetsuya Tada, Chefingenieur des neuen Toyota GR Supra. Ich war gerade so, okay. Du hast schon glatt jetzt heute. Manfred! Supra mit über 200 Polizei überholt. Deutschland FTW. Wehe, das ändert sich irgendwann. Kann man so machen. Kann man so machen. Ja, voll eingewüchst bekommen. Hallo. Die Mütze, Alter. Die ist zu nice. Also, das müssen wir einmal festhalten. Warte, was macht das Gimbal? Kommst du klar, oder? Die Mütze ist... Warte, das kommt jetzt richtig geil mit dem Nebel und dem Bauernhof im Hintergrund. Wink mal. Schluss wird lustig für heute. Euer Robert. Euer Robert. Ciao. I gave up all my distant grief, the negative narrative, objective brief.